hätte ich niemals gemalt, wenn mich nicht jemand darum gebeten hätte. Und dann stand ich vor der Leinwand und es war mir plötzlich sehr klar, was von uns allen übrig bleibt. Was unzerstörbar ist, das Ewige. Und wenn das eine coole, rockige Musik ist, dann bin ich da voll dabei. Ja, im Frühling 2025 hat mich ein Auftrag ereilt, den ich so nicht erwartet hätte. Der tschechische Musiker Petr Prisnitz hat mich beauftragt, 2 CD-Cover zu gestalten für seine neuen CDs Volume 1 und Volume 2. Und es sind 2 ganz unterschiedliche Motive, 2 Welten. Kontaktiert hat er mich, weil er auf Social Media meine Bücher, meine Sammlung entdeckt hat und hat mich dann aufgrund dessen kontaktiert, seine Cover zu gestalten. Ja, als ich diesen Auftrag, diese Anfrage bekommen habe, habe ich ganz kurz innegehalten, denn Aufträge, wo das Motiv schon vorgegeben ist, da schaue ich mir ganz genau an, ob das auch passt. Petr hat mir sehr viel Freiheit gelassen. So ist eben das Symbol vom Totenkopf für die Heavy Metal CD entstanden und das Kleeblatt für die Folk CD Volume 2. Als ich ihm meinen ersten Entwurf gezeigt habe, war einfach wirklich die Art, die er sich auch vorgestellt hat. Und wir wussten beide, dass es die visuelle Lautstärke ist, die er braucht für seine CD. Ja, einen Totenkopf hätte ich aus eigenem Antrieb wohl nicht gemalt. Ich habe mich dann auseinandergesetzt, vertieft in das Symbol und mich gefragt, was ist das eigentlich? Ist das etwas Düsteres? Ist das etwas Böses? Ist das etwas Plattes? Und dann war klar, ich wollte etwas komplett Neues und das Motiv neu edel gestalten, in dem Stil, in dem auch viele meiner Werke grundiert sind. Genau, und habe es dann umgesetzt. Es ist spannend, was bleibt von einem Menschen, wenn der Körper weg ist, wenn die Haut weg ist, wenn die Stimme weg ist. Es bleibt letztlich die Melodie. Das wurde mir in diesem Projekt sehr klar. Dann hat dieses Werk und dieses Projekt für mich den vollen Sinn entfaltet, weil ein Totenkopf auf einer Heavy Metal CD ist kein Symbol für Tod, sondern es ist ein Symbol für das, was bleibt, das, was unzerstörbar ist, das Ewige. Und wenn das eine coole, rockige Musik ist, dann bin ich da voll dabei. Ja, und das goldene Kleeblatt auf der 2. CD ist das klare Gegenstück dazu. Näher an der Natur, Leichtigkeit, das Glück vom Symbol her, das Gegenstück und beide, finde ich, ergänzen sich einfach wunderbar, thematisch und auch visuell. Beide CDs sind im Juni 2025 erschienen und ich verlinke sie dir unten in der Beschreibung. Das Bild ist 50 x 50 cm, quadratisch, kompakt, genau für das richtige Format für die CD-Cover. Der erste Eindruck ist Tiefe, tiefrot und schwarz als Basis und das Gold aufgelegt, aufgetragen. Das Gold liegt nicht einfach flach auf der Fläche, es hat Struktur und es fängt das Licht ein. Das war mir ganz besonders wichtig. Je nachdem, aus welchem Winkel und Perspektive du schaust, verändert sich das Bild. Die Materialien sind Mischtechnik, Mixed Media, Gold, Asche, ja Asche, die
gehört seit einigen Jahren zu meinen festen Materialien. Sie gibt dem Untergrund etwas Raues, fast Verbranntes. Und in Kombination mit dem Gold entsteht ein Kontrast, der auf dieser glatten Leinwand nicht funktionieren würde. Der Totenkopf selbst ist nicht verzerrt, nicht aggressiv, nicht karikiert. Er ist ruhig, also fast meditativ. Schau, das Gold an den Konturen lässt ihn leuchten. Und dieses Leuchten macht ihn lebendig. Ja, ein lebendiger Totenkopf. Das klingt fast wie ein Widerspruch, ist es aber nicht. Schau ihn dir an. Die Gitarrenhälse im Hintergrund, die an die klassischen Piratenflagge erinnern, sind der absolute Eyecatcher, wurde mir dann rückgemeldet, und der direkte Tribut an die Metal-Szene. Im Malprozess spielt die Musik hier eine ganz besondere Rolle. Vielleicht kennst du das, wenn du selber malst oder bei Malprozessen zusiehst. Wir malen ja oft mit Musik, aber da war das ganz anders natürlich. Ich habe mir die Musik von Peter senden lassen und dazu auch gemalt. Ich habe sie gefühlt und dann auf die Leinwand gebracht. Und das Spannende bei Heavy Metal Musik ist ja, ich höre ja persönlich nicht so viel Heavy Metal Musik. Und wenn ich mich dann vertiefe in diese Musik, dann spüre ich diese Energie und kann dann auch diese Musikgenre was abgewinnen, weil es eine Wildheit ausdrückt und auch eine Wut und eine Emotion, die dann freigesetzt wird, die sich in etwas Positives, Konstruktives verwandelt, ja, in etwas Freies. Und auch beim Kleeblatt, wo die Folkmusik hier ruhig, beruhigend ist, an Natur erinnert, ist es durchaus so, dass sehr schnell dann die Musik, diese fließende Energie, den Malprozess stärkt. Und das ist etwas Wunderbares gewesen bei dir. Der unerwartete Moment war das Lichtspiel, die Lichteffekte, die ich so nicht erwartet hätte mit den Goldfolien. Und zwar, als das Tageslicht hereingekommen ist, habe ich gesehen, dass die Goldfolie noch vielfältiger ist und die Lichtspiele noch vielfältiger sind als erwartet. Das Gold leuchtet wie eine Membran heraus. Ich kann dir das jetzt von der Struktur her an einem anderen Werk zeigen. Ich hoffe, du siehst das in der Kamera. Je nach Lichtquelle ist es eine neue Entdeckung. Und das macht die Bilder so lebendig und eben auch diesen Totenkopf so lebendig. Peter Priesnitz hat mir diesbezüglich eine Tür geöffnet mit seinem Auftrag. Und manchmal, vielleicht kennst du das auch, braucht man jemanden, der einem die Tür öffnet. Durchgehen muss man selber, aber so war das. Ein CD-Cover ist keine Dekoration. Es ist die erste Sekunde, bevor sich jemand für eine Musik entscheidet, bevor jemand die Musik hört. Das Projekt mit Peter hat mir gezeigt, dass Musik und Malerei zusammengehören. Das Original dieses Totenkopfs gehört untrennbar zu Peters Album. Es ist exklusiv für diese Musik entstanden. Dieser Auftrag war richtig, richtig cool. Wenn du selber in der Musikbranche bist und ähnliche Projekte machst wie Peter, dann kannst du mich gerne kontaktieren und vielleicht finden wir einige Ideen auch für deine Cover. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meine Arbeit unterstützt. Und das kannst du tun, indem du den Kanal abonnierst, indem du das Video kommentierst und mir ein Like schenkst. Mich würde jetzt noch interessieren, gibt es bei dir auch etwas, das du selber nie gemacht hättest oder wahrscheinlich nicht gemacht hättest, wenn nicht jemand dich darum gebeten hätte?
Schreib es mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.